keep the fire burning for me and you. With every bite, a brotherhood is born. Krill Squad forever, we'll never mourn. So raise your glass to the Krill Squad crew. We'll keep the fire burning for me and you. With every bite, a brotherhood is born. Krill Squad forever, we'll never mourn. Krill Squad anthem, let it ring. A celebration, a barbecue, the joy it brings. We'll grill all night and party all day. Krill Squad forever, we'll lead the way. Krill Squad forever, we'll stand our ground. A brotherhood of barbecue will never be outdone. Yeah, yeah. We'll never be outdone. In the realm of smoke and fire, a wizard I stand, with spices and herbs at my command. A cauldron of flavors, a mystical brew, barbecue wizardry I conjure for you. With a flick of my tongs, the flames dance and swirl, a symphony of tastes, a culinary whirl. From brisket to ribs, a magical feast, barbecue wizardry never deceased. I wield my spatula like a sorcerer's wand, transforming ingredients with a sleight of hand. The smoke is my cloak, the fire my guide, barbecue wizardry where flavors preside. Barbecue wizardry, a mystical art, a symphony of flavors that sets us apart. With every bite, a spell is cast, barbecue wizardry, a love that will last. The secrets of barbecue I hold in my grasp, a culinary legacy that will never collapse. From generation to generation, the magic will flow. Barbecue wizardry, a spectacle to behold. Barbecue wizardry, a mystical art, a symphony of flavors that sets us apart. With every bite, a spell is cast, barbecue wizardry, a love that will last. From the backyard to the competition stage, barbecue wizardry, a culinary rage. With Biggernok's barbecue by my side, barbecue wizardry, a source of pride. Barbecue wizardry, a mystical art, a symphony of flavors that sets us apart. With every bite, a spell is cast, barbecue wizardry, a love that will last. Barbecue wizardry forever will reign, a culinary kingdom where flavors sustain. Where flavors sustain.
waist high, we play the barbecue game. With tongues in hand and a thirst for beer. We'll grill all night and have no fear. From backyard cookouts to tailgate parties, we're always ready with the barbecue smarts. Brisket and ribs, our signature dish. Grill squad united, we never miss. We're a brotherhood of grillers, a smoky clan. With secret recipes passed down from man to man. We share our knowledge and our passion for the flame. Grill squad forever, we never miss. We're a brotherhood of grillers, smoky clan. With secret recipes passed down from man to man. We share our knowledge and a passion for the flame. Grill squad forever, the legendary name. Grill squad anthem, let it ring. A celebration, a barbecue, the joy it brings. We'll grill all night and party all day. Grill squad forever, we'll lead the way. We're the kings of the coals, the masters of the meat. With Biggernok's barbecue. Welcome to Biggernok's barbecue, where flames roll and play the soul. Get ready to ignite your taste, the sizzling grill. From savory steaks to tender ribs, we're here to rock your world. The ultimate Biggernok's barbecue, let's fire it up. Fire it up. Ihr hört mich nicht, jetzt hört er mich. Darauf, da sind wir wieder. Ja, irgendwie mein Mikro übersteuert hier noch ganz krass. Ein bisschen runter. So, so müsste es gehen. Hoffe ich. Wie jedet euch, wie jedet euch. Die Sommerpause hat ein bisschen länger gedauert. Ja, knapp einen Monat länger als ich dachte. Aber hier ist so viel passiert. Ja, also hier privat mehr, ne? Ich sag mal so, wir haben direkt nach dem Urlaub hier eine neue Küche bekommen, beziehungsweise mussten die abholen, mussten die aufbauen, mussten die alte rausmachen, mussten den Raum renovieren. Das waren 2, 3 Wochen Hölle, sage ich euch. Aber jetzt steht sie und ich kann mit Gas kochen in der Küche. Yeah! Habe ich richtig Bock drauf, macht Spaß und die ersten Sachen sind gemacht. Das war's. Ja, Urlaub war geil, Kroatien war mega gut. Vielleicht habt ihr die Videos gesehen. Ich weiß aktuell nicht, was so hier abging. Ich habe mich ein bisschen aus dem Game mal rausgenommen. Hab gesagt, ja, ich mache mal ein Päuschen. Weil ich habe ja ordentlich vorproduziert in Kroatien. So, aber das war auch ganz gut. Jetzt können wir weitermachen. Und jetzt gucken wir mal erstmal, wer alles da ist. Denn jetzt so nach der langen Pause bin ich überrascht, dass überhaupt jemand da ist. Also, fangen wir oben an. Der Tobi Gartenwichtel war der Erste. Hallöchen. Grüße an die Leute. Dann, hoi, Grimm testet ist da. Der Markus. Hi. Übrigens, Grimm testet, Markus Grimm, der Wurstfluencer. Schaut mal unbedingt auf seinen YouTube-Kanal Grimm testet. Der macht da viele Shorts und so. Sehr interessante Sachen. Auf jeden Fall mal abonnieren und liken bitte. Dann haben wir den Steven Jackson, der ist da. Hallo Steven, freut mich. Wir haben es auch lange nie gehört und geschrieben. Dann der Mino ist da von Minos Cucina Cooking and Barbecue. Kennt ihr ja den Kanal. Ich glaube, alle, die hier sind, kennen den auch. Und wenn nicht, auch direkt abonnieren bitte. So, wen haben wir denn noch da? Der Epe ist da. Hallo Epe. Hi. Sehen wir uns jetzt mal wieder digital und nicht frontal. Ne, wenn wir da so im... Was ist das für ein Gebiet da? Rheinberg, Ecke, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das heißt. Naja, auf jeden Fall, da haben wir uns ja jetzt immer live gesehen. Und jetzt mal wieder hier digital. Dann der Rob van Veen ist da aus den Niederlanden. Hallöchen, Rob. Ich war samstags in den Niederlanden und zwar war ich am Grenzkiosk in Malbrück.
und hab mir schön Backfisch-Kieberling. Ach scheiße, ich hab noch viel mehr gegessen. Frikandel-Spezial, Pommes-Spezial, Pommes mit Gulasch. Ich habe nie alles aufgegessen, aber ich wollte alles probieren, deswegen habe ich ein bisschen mehr bestellt. Und es war hervorragend. So, dann haben wir die Anke aus Gelsenkirchen ist da. Aber du bist gar nicht in Gelsenkirchen, du bist in Wena, sehe ich gerade, weil du es reingeschrieben hast. Dann der Dirk 1. FC Köln aus Geldern ist da. Und die Frauke ist auch dabei. Hallo Frauke. Dann ist der Enrico da. Ja, endlich geht wieder los. Ich bin wieder da. So, dann haben wir Heiko Elzner ist da. Hallöchen. In den Oderbruch. So, wer ist noch da? Der Jens Wahl ist da. Dann haben wir Luftritters Lawn. Der ist auch da. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Die Ulrike ist da. Wahrscheinlich auch mit Money. Hallöchen, ihr beiden. Dann haben wir The Great Houdini. Der ist auch wieder da. Alles altbekannte Namen. Dann Steffen Mack ist da. Hallöchen. Dann der Patrick Wurskulasch ist da. Hallöchen. Hi, Patrick. Dann haben wir den Robby Lipniak. Ich denke, ich habe es richtig ausgesprochen. Bist auch da. Michael Rinke ist da. Dann haben wir der Christian Jelinek ist da. Hallöchen. Pommes Gabi ist da. MP Wörtje ist da. Der Damien Spala ist da. Und ich glaube, das Iris Bruck sehe ich hier noch. Buck ist auch da. So, ich glaube, jetzt habe ich alle, die hier so im Chat was geschrieben haben, gesehen. Den Rest sehe ich ja leider nicht, wisst ihr ja. Ich sehe nur immer die Leute, die auch im Chat was schreiben. Das ist ja hier alles anonym, ne? Und die schreiben, da kann ich halt sehen, wer los ist. Ja, also wie gesagt, Kroatien war mega geil, hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Sommerzeit. Denn so wie es jetzt draußen aussieht, ist der Sommer vorbei. Draußen regnet es nämlich wie Sau. Ich wollte eigentlich jetzt schon ein Video gedreht haben fürs Wochenende, habe ich noch nicht. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja heute noch Inspiration hier, dass ich das dann vielleicht abdrehe. Mal gucken, was so wird. Ich hab noch gar keinen Plan. Die Grillwerke sind auch noch reingekommen. Hallöchen. Ja, und ich dachte mir, ich habe heute auch wieder natürlich 3 Videos vorbereitet. Wollen wir wieder Reaction ganz normal machen. Mal gucken, ob wir alle 3 schaffen. Ich glaube, ich habe 3 nicht so lange Videos, obwohl das erste hier ist 10 Minuten. Das ist hier von meinem Bekannten, nenne ich ihn jetzt mal, Heath Wilds aus Amerika. Der Weltmeister bei den Rippchen, den habe ich 2022 in Memphis kennengelernt. Geiler Typ. Hat die Rippchen sogar gewonnen. Dann machen wir hier einmal Pulled Pork Nachos, fand ich sehr geil. Alleine, ja, will ich sehen. Weil hier auch Leftover Pulled Pork, also immer wenn du Pulled Pork über hast, und ich habe immer Pulled Pork über irgendwie, vielleicht hier eine gute Anregung. Und dann wieder von meinem Freund Biggernok, fragt er so in dem Titel, hat er das beste Pizzatopping gefunden? Und ich sag mal so, ich sehe Pork Belly Burnt Ends hier auf dem Bild. Ich denke, er hat's gefunden. So, das heißt, die 3 Videos habe ich hier rausgesucht, die gucken wir uns heute einmal an. Und dann passt das. Der Robert Grabmeier ist auch reingekommen. Hallöchen. Ja, wie gesagt, aktuell bei YouTube so ein kleiner Dämpfer komplett durch die Grillgemeinde. Klaus Grillt hat heute da ein gutes Video zu gemacht. Das ist halt geil. Klaus sagt halt, was er meint, und das finde ich auch gut bei dem. Ne, und er hat heute mal auch angesprochen, dass wirklich gerade so der Grill-Content, wo er Fleisch verarbeitet, gerade er, wo er ganze Tiere verarbeitet, was nicht gegen YouTube-Richtlinien verstößt, wo er aber in seiner Monetarisierung komplett gesperrt oder eingeschränkt wird und die Videos dann auch nicht mehr vorgeschlagen werden und die Views so gut wie runtergehen. Und das ist gerade tatsächlich ein Trend wieder komplett durch. Also bei mir auch. Also erschreckend teilweise, ja man auf hohem Niveau, aber trotzdem, wie wenig Leute bei über 50.000 Abonnenten tatsächlich die Videos gucken. Okay, ich weiß, Grillsaison geht jetzt runter, aber der Sommer war eh nicht so gut. Und das hat meiner Meinung nach alles damit zu tun, wie die Videos euch vorgeschlagen und ausgespielt werden. Denn nicht alle wissen, jeden Sonntag kommt ein neues Video und sitzen dann davor, sondern die müssen es halt schon empfohlen bekommen. Wenn sie es von YouTube nicht empfohlen bekommen, dann, dann ist halt scheiße, weil dann guckt halt keiner die Videos. Und wir Creator, da wird mir der Mino recht geben,
Wir machen halt uns einen Kopf, was wir machen und wollen immer besser werden und wollen euch geilen Content liefern. Und dann wirst du irgendwo von der Überorganisation so ein bisschen eingeschränkt, indem deine Sachen nicht vorgeschlagen werden. Und das vielleicht, weil da ein paar Veganer im Büro bei YouTube sitzen und deinen Fleischcontent halt nicht pushen wollen. Aber vielleicht ist das auch alles nur Einbildung und es ist ein scheiß Algorithmus. Wer weiß? Ich glaube es nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Und, es ist halt gerade scheiße. Muss man einfach so sagen. Mino schreibt auch gerade, jetzt zieht sich durch, auch bei uns kleinen Kanälen sind Aufrufzahlen eine Katastrophe. Ich habe schon überlegt, ob ich mal ein Gemüsevideo mit Tofu mache und richtig schreibt, das neue Barbecue. Mal gucken, dann wird wahrscheinlich 100.000 Aufrufe, weißt du? Aber nee, das mache ich nicht. Hier, der Ole vom Wattenbarbecue ist auch da. Hallo Ole. Ja, du siehst das auch, ne? Das sehen wir irgendwie alle. Ich glaube, es zieht sich durch die komplette Branche. Du hast immer mal einen Ausreißer dabei, dass so ein paar Kanäle gut abgehen. Aber ich glaube, der Großteil der Kanäle, gerade was Barbecue-Content angeht, ungesunden Content in Anführungszeichen, ist gerade ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber Leute, keine Sorge, mir macht das Spaß, Videos zu drehen. Wir ziehen weiter durch. War Ole und Mino drauf geschissen, wenn wir uns so gegenseitig unsere Videos angucken. Also, Prost! Musste doch mal gesagt werden. Und ich finde halt gut, dass der Klaus heute auch mal wirklich einen rausgehauen hat und auch gesagt hat, YouTube Deutschland, ich erwarte eine Reaktion von euch. Naja, also von daher, das finde ich gut. Und bei seiner Größe hoffe ich, dass er auch eine Reaktion bekommt. Weißt du, mein Hund piept, was ist los? Die hat so einen Finder im Halsband. Ich glaube, der hat gepiept. So. Das soweit dazu. Ansonsten geht's mir gut. Jetzt mal komplett abgesehen von den Aufrufzahlen. Alles wirklich toll. Wir haben Events wie Sau, wo wir irgendwie angefragt sind, wo wir aber auch gebucht sind. Ich habe momentan super viel mit der Spicebude zu tun. Aber so ist das halt, ne? Und das macht halt Spaß und das geht halt richtig nach vorne. Und deswegen, es sind meine Tage momentan kurz, aber es läuft. So, ich würde sagen, genug gejammert und gelobpreist und was auch immer. Wir ballern uns jetzt mal das erste Video rein, zwar hier von Hies. Hies ist auch mal so ein bisschen Selbstdarsteller, aber der macht halt geile Sachen zu essen. Und deswegen gucken wir uns das jetzt an. Ich mache mich ein bisschen kleiner, mache den hier ein bisschen größer. Let me show you how we make the best fall Ich mache chili. den noch Follow größer. along. Wo ist denn hier Fullscreen? Da. Und dann schauen wir mal. All right, the first thing we want to do for our chili is get our minute steak kind of cut up. So I buy this Okay, was hat er da für Steak? Warte mal, sagt er jetzt? tenderized beef minute steak. You can find Beef Minute Steaks sind das. Also, und ich sehe, er hat den auf jeden Fall auch entweder mit so einem Fleischklopfer behandelt oder mit so einem Mieter, wo er so Löcher reinmacht. Also dünne Beefscheiben. Ich denke, wird nicht aus dem, keine Ahnung, Rinderhüfte? Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall, das ist schon mal geil. Hier kein Hackfleisch-Chili, ne? So, gucken wir mal, was er weitermacht. it in most of all your grocery stores. It's already tenderized, it's already thin cut, and I just want to cut this up in little pieces. I like having a little bit more texture in my chili, so if you'll just take and just cut it. Ja, und der schneidet jetzt so, ich nenn's mal, Gyrosstreifen ab. Ach, guck mal, meine Frau. Hallo zusammen, nur kurze Grüße von mir. Ich mache jetzt auf Feierabend heimwärts. Ja, nee, meine Frau ist nämlich noch im Büro. Eine muss ja, wenn er bei YouTube schon nicht läuft, muss ja eine die Kohle ranbringen. Ja, die hat auch heute lange gearbeitet. Oh, scheiße, ist schon 6:30 gleich. Ja, dann macht die mal auf dem Heimweg. Ich freue mich auf dich. Wir bestellen gleich was zu essen. Braucht keiner mehr kochen heute. So, wir machen hier It weiter. up in little strips like that. Also, er schneidet sich so right? And then we're gonna take and we're just gonna chunk nee, it noch kleiner. like that.
Also Just simple and Gyros-große easy. Streifen und schneidet die But it's nochmal in just going to kleine give you a Würfel. little bit different of a chew Okay. in this chili. So I'm going to stack a couple pieces. Finde ich gut. Also schön klein würfeln, das Fleisch. Da kann man jetzt ja noch geiles Suppenfleisch von der Metzgertheke holen. Das eignet sich mit Sicherheit auch dazu. Weil das Fleisch, alleine das schon, auch dieses, ich glaube, selbst wenn du das braten würdest, ein bisschen würzen würdest, wäre lecker. Is up here and go to cutting. Now let's get a little bit of olive oil in our Dutch oven here, and I'm gonna go ahead and throw down some. Ja, ich sag mal so, Olivenöl zum Anbraten. Wenn es zu heiß wird, verbrennt das Olivenöl halt schnell. Ne? Ich nehme meistens für alles Sonnenblumenöl. Ehrlich, Olivenöl kommt bei uns eigentlich nur im Salat rein. Some of this beef to start browning. You know, chili, you can make it your own by adding anything that you want to. You can add beans, you can do no beans, you can add real beef, you can add ground beef. So, er sagt auch, und so ein Chili ist halt ein Rezept, wo du reinmachen kannst, was du magst. Machst du Bohnen rein, machst du sie rein. Machst du sie nicht rein, auch gut. Nimmst du Hackfleisch, nimmst du das Hackfleisch. Nimmst du das Fleisch, nimmst du das Fleisch. Also das kannst du dir komplett selber zusammenstellen. Ich zum Beispiel stehe auf Bohnen. Ich stehe auch darauf, wenn man verschiedene Sorten von Bohnen reinmacht. You can add a mixture of sausage or ground pork. You can kind of make it your own. That's what's so neat about chili. There really isn't a wrong or a right way. Also gibt kein falsch oder richtig hier. If you even want to make your own beef stock, do it. But for me, it's just a lazy Saturday. I'm going to open up. Er sagt, er hat einen faulen Samstag. Und wenn du dir deinen eigenen hier Rinderfond machen willst, machen dir. Aber ich denke mal, er wird jetzt irgendwo ein Döschen, Gläschen oder Some Fläschchen. canned ingredients, do some fresh ingredients as well, and make a darn good chili. All right, while our meat's kind of steaming up and cooking here in our pot, I'm gonna go ahead and dice our bell pepper and our onion and our jalapenos. Now we're using one whole onion of Auch eine Zwiebel schön im Würfel schneiden, sehe ich gerade. Ich your denke gleich, choice, das gleiche auch mit one der whole bell Paprika. pepper and 2 diced jalapenos. Now, Oh, das wusste ich auch nicht. Wusstet ihr das? Weil ich habe mich schon immer gewundert, wie die das unterscheiden. Also Pepper ist ja in Amerika Paprika, auch Pfeffer, aber auch Pepperoni ist ja auch Pepper. Und da stand jetzt gerade Bell Pepper, also hier so Glocken, Paprika übersetze ich es jetzt mal. Ja klar, weil das wie eine Glocke aussieht. Bell Pepper, gut zu wissen. when you're dicing Ey, wir lernen hier richtig was, das ist richtig gut. your jalapenos, if you want your chili Hallo, extra Ross. spicy, leave the seeds in. For me, I'm not gonna have the seeds. I'm gonna make sure I get Hey, every one of Andreas. them out. Now that I've got that pound of minute steak diced up and thrown in, it's about halfway cooked. I'm gonna get a pound of fresh ground round in. Now I use the leanest meat I can for chili. You So, da will ich jetzt mal was dazu sagen. Er macht alles richtig. Der macht nämlich auch, der hat Fleisch angebraten und gibt jetzt noch Hackfleisch dazu. Leute, ich war, als ich letztes Jahr meinen Route 66 Trip gemacht habe, bei Ike's Chili. Ike's Chili ist in Amerika eins der besten Chili-Läden, wo du Chili essen kannst. Ganz kleiner, uriger, alter, gemütlicher Laden. Da arbeitet noch der 90-jährige Opa in der Küche. Und ich durfte mit rein und der hat mir so ein paar Geheimnisse verraten. Ich war da auch richtig mit in der Küche und alles. Da hat richtig Spaß gemacht. Und die haben erstmal Rinderabschnitte genommen, haben die schön angebrutschelt und haben die schon auch so ein bisschen köcheln lassen durch den eigenen Saft. Und dann haben die haben es Hamburger Meat genannt, aber auch es war einfach Hackfleisch mit einem ordentlichen Fettanteil, haben die dann dazugegeben, weil die beiden Fleischsorten, sage ich jetzt mal, zusammen ergeben eine unheimlich geile Struktur im Mund. Finde ich super geil hier vom Hies, dass er auch beides reinmacht. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass ich das Ding nachmachen werde. can use whatever you like. I normally like buying a chili grind, which is a little bit bigger, but my local grocery shop this Hallo, morning Lenny. did not have that. I'm gonna get that ground Hallo, round, kind of Thomas. bust it up and let it start cooking. And then we're gonna come back and add a pound of ground pork. All right, now that we've got that ground beef about halfway browned, I'm gonna go ahead and throw in that pound of fresh ground pork. Okay,
also er hat jetzt halt vorher Rindergehacktes reingeballert und jetzt ballert er noch Schweinegehacktes rein. Also er hat Rinderabschnitte aktuell drin, Rindergehacktes und Schweinegehacktes. Also ich würde es jetzt einfach so machen. Ich würde mir ein geiles Rindfleisch an der Metzgertheke holen, eins, was gerade im Angebot ist, würde mir das schön klein schnibbeln und würde mir einfach Hackfleisch halb und halb holen. All right, as you can see, our ground meat here is just about done. I'm gonna kind of push it to the side here, kind of tilt my skillet. And now instead of taking all this out, you kind of see the drain liquid here. Just a little trick what I do. I get everything back like that. I get me a couple old good paper towels, lay down in the bottom of that pot, soak all that up. Finde ich auch geil, dass der das zeigt. Leute, und da kann mir jeder erzählen, was er will. Und jeder Content-Food-Creator kann mir erzählen, was er will. Wem ist es nicht schon passiert, dass man Fleisch angebraten hat, man hat zu viel in die Pfanne gemacht, man hatte hinterher die halbe Pfanne voll Flüssigkeit. Jetzt wollte man das Video fertig kriegen, man hat einen Cut gemacht, hat mal ein bisschen Wasser abgeschüttet, damit das einfach schneller weg ist, damit man weitermachen kann. Und er zeigt einfach, dass er jetzt die Flüssigkeit, also er hat das Fleisch genug gegart, seiner Meinung nach, er nimmt jetzt die Flüssigkeit einfach hier mit so einem Saugtuch, hier Zewa einfach da raus. Könnte man natürlich auch abschütten. Oder es würde auch nichts machen, wenn du einfach jetzt mit drin lassen würdest, meiner Meinung nach. Right there, just like that. Now you just want to remove a little bit of this fat and rendering. I'm not removing all of it, but I also don't want all that in there. I don't. It's completely up to you if you do that step. Ja, und finde ich geil. Er sagt auch wieder, ne, wir können das natürlich so machen, wie wir wollen. Kannst du auch drin lassen. Sehr, sehr geil. Hallo Marcel, hallo Marco, hallo Thomas. Vorher geht richtig was los, ja. Hallo Harald. Schöne Grüße nach Österreich. People skip it all together. Now I want to get in all my diced ingredients, bell peppers, jalapenos, and good old onion. Once I get all that in the pot, start getting it stirred around and finde ich, ist schon mal schöne Grundlage. Incorporated with all this ground beef and ground pork, chunks of beef. I'm gonna let it brown and those onions kind of get a little bit tender. And then we're gonna start adding some liquid. Now, while these are rendering down here, I am gonna go ahead and add some seasoning in. Now, one thing I'm gonna do, I'm out of small bottles of W sauce, but I use so much of this stuff, I get it by the half gallon. That's just me. I love this. Was für eine Soße ballert er jetzt rein? Worcestershire sauce here. It's great. It's the one I use. Alter, der Riesenkanister, ja, aber ich habe noch nie eine große Kanister. Also er sagt auch, er verballert einfach so viel davon. Er macht jetzt ein bisschen von der Worcestershire Soße da rein, Worcester Soße. If you don't have it, be sure to use what you have, but I'm gonna go with a cup. Ja, habt ihr gesehen, er war jetzt ein schöner, war, ich tippe mindestens eine halbe von unseren kleinen Flaschen. Ich wäre mit Worcestersoße ein bisschen vorsichtiger, weil ich finde, es kann ein Gericht geil machen. Zu viel davon drin, finde ich, ist nicht so geil. Deswegen, also einen Schuss würde ich auch reinmachen. Couple solid tablespoons. That may have been a little over a couple, but don't tell nobody. Now, I'm gonna come back with a little bit of that garlic jalapeno rub. Once I get that garlic jalapeno rub in there, I'm gonna come back with a little bit of beef rub in. Now. Okay, also hier wäre natürlich, also wir versuchen ja immer aufs Deutsche umzubringen. Leute, ihr wisst, ich bin bei der Spicebude mit drin. Ich kenne mich auch jetzt so ein bisschen mit den Inhaltsstoffen aus. Also, von der Spicebude gibt es auch einen Beef Rub, den kannst du hier auch nehmen. Der würde da auch mega zu passen. Dann gibt es auch ein geiles Hörmer-Chili von der Spicebude. Würde auch mega geil so in Kombi, glaube ich, kommen. Und wer schärfer mag, noch ein bisschen Chili rein. Geil. I'm gonna use a little bit of beef bouillon here. I'm gonna put 2 to 3 teaspoons. It's completely up to you of what you put. Oh, und er macht hier, wie geil. Er ballert hier ein bisschen Knorr, hier Rinderbrühe rein. Hier einfach 2-3 Löffel. Now, get that kind of mixed up. Aber das schmeckt ja auch. Man muss es einfach mal sagen, es schmeckt ja auch. I want to add the 4 ingredients that's in this cup. It's a full tablespoon of each one. I got a tablespoon of cumin, Okay, er sagt jetzt nochmal die Gewürze dazu macht. Also er macht jetzt noch Gewürze dazu. Kumin, was ist das nochmal? Spoon of smoked pepper. Also Kumin ist, glaube ich, Kreuzkümmel, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Paprika, a tablespoon. Smoked Paprika hat er gesagt? Weiß ich jetzt nicht.
Spoon of ancho chili powder and a tablespoon of dark red chili powder. 4 ingredients. Okay, Powder also, and a tablespoon. warte, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Tablespoon of smoked paprika, a tablespoon of ancho chili powder and a tablespoon of dark red chili powder. Okay, also er macht jetzt verschiedene Chili-Powders rein, also Paprika, edelsüß kannst du reinmachen, Paprika geräuchert. Ich würde auch ich würde einen Mix aus Paprika geräuchert, Paprika edelsüß nehmen und eine Chili-Sorte ist auch gut. Aber okay, er hat jetzt hier sein Rezept, alles geil. Oder nimmst direkt, hör mal, Chili von der Spicebude, passt auch. 4 ingredients, really easy, really simple. Now, before we add any liquid to any of this, I'm gonna add a pinch of cinnamon, a couple little dashes. Now, to Cinnamon, ein bisschen Zimt macht er rein. richen this chili up and Also ich sage euch ganz am Ende noch einen Geheimtrick beim Chili. Aber Zimt würde ich glaube ich to nicht make it kind of award-winning chili, but don't tell anyone, we're gonna use a little bit of Hershey's cocoa powder. Ja. Now I'm gonna So, das hätte ich euch jetzt auch gesagt. Er macht jetzt ein Hershey's Kakaopulver, aber das ist jetzt auch ein use Kakaopulver. just a cup. Weiß ich jetzt nicht, wie es schmeckt, aber ich hätte euch gesagt, ein Stück dunkle Schokolade. Am Ende hätte ich es ins Chili reingemacht, in die Soße mit rein. Alter, das macht wirklich einen geilen Unterschied. Das gibt der Soße so eine Tiefe. Du merkst nicht die Schokolade. Also das schmeckt hinterher nichts nach Schokolade. Habt da keine Angst vor. Aber wenn du so ein paar Stücke Zartbitterschokolade da reinmachst, Alter, das macht richtig was aus. Of tablespoons. And I know what you're thinking. Oh, I'm not putting any kind of chocolate in there. Just trust me on that. Use Mexican chocolate, use cocoa, use whatever you have like that. It's just gonna richen this chili up and give it an incredible Ja, er sagt auch, kannst nehmen, was du willst. Nimm ein bisschen Schokolade, nimm ein bisschen Kakaopulver. Es wird es so aufwerten. depth of flavor. I actually used to add a little bit of Hershey's chocolate syrup to my barbecue sauce when I went over to Georgia and other states to cook because the judges seem to always go back for another bite. They couldn't figure out what that taste was when you mix it in with the sauce. You can't so much taste the chocolate, it just brings a depth that it's kind of unexplainable. It makes you want to go back for Er sagt genau, er war auf einem Wettbewerb. Der hat in seine Barbecue-Soße einen Schuss Schoki mit reingemacht, so Schoki-Soße. Ganz einfach, du schmeckst die Schoki-Soße nicht, aber es gibt ihm so eine Tiefe, dass die Juroren einfach nochmal und nochmal probieren wollten, weil die nicht herausgefunden haben, was das Geile ist. another bite. Now I'm gonna add a couple tablespoons of brown sugar. Trust me, this recipe is gonna get a little bit spicy. Now, I'm gonna add a whole can of Campbell's tomato soup. Now, let's get in a Okay, jetzt macht whole er Tomatensuppe rein. Ja, okay, also pürierte Tomaten kannst du mir rein. Was macht er jetzt hier rein? 7.5 ounce can or 7.75 ounces of Chipotle sauce. You can use Chipotle peppers in adobo if you want. My store was out, so I'm just Okay, Chipotle-Sauce sind ja geräucherte hier Pepperoni. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und daraus eine Soße, okay, geil. Also das wird ein schönes, scharfes Chili. Also ich sag mal so, ich würde da jetzt reinballern, wahrscheinlich gestückelte Tomaten und vielleicht so pürierte Tomaten. using a Und je nach Schärfe, ja, die Chipotle-Soße ist schon gar nicht schlecht. Chipotle sauce. Now y'all know we gotta come back with a little bit of beer. Schuss gonna Bier let Miller ballert Lite. rein, okay. Now this is a miniature. That was 8 ounces. I probably drank a couple ounces out of it, so probably about 6 ounces of beer, Also ein or Stück, about halbes half of Glas a big Bier. beer. Now I'm gonna go in with 2 14.5 ounce cans. I believe that's right. Okay, Ja. geschnittene Tomaten ballert Diced rein. tomatoes. These are chili Ja, ready. so wie ich gesagt habe. Okay, So rein use damit. what you like. You can actually substitute it out for Rotel too if you want. Okay. Now I'm gonna come in and I'm gonna add 2 cans of the Bush's. Oh, fuck, scheiße. Entschuldigung, Leute, ich bin hier irgendwo auf den Knopf gekommen. Wo sind wir? Da. Nee, da. Da.
Da sind wir. So, er haut jetzt einen Schuss von den so Mixed Chili Beans. Die kriegst du auch im Edeka, Rewe, habe ich auch schon. Sie haben ganz viele verschiedene Sorten. Also ich mag dann auch einfach 3, 4 verschiedene Dosen Bohnen zu nehmen und die dann da reinzuballern. Beans in my chili. I don't go overboard and put 5 or 6 cans. I think a couple cans is more than enough. So I'm gonna go in with 2 cans. Now you want to get that all incorporated and stirred around good. Oh yeah. Ja, guck mal, wie geil das aussieht. I've got some beef stock here. So, und er haut jetzt ein bisschen Rinderbrühe noch rein. I'm gonna add about half a thing of beef stock. If you want to add a little less, it's completely up to you. Whatever the consistency you like of your chili. Ja, er sagt, wie du halt die Konsistenz magst. Da wird ja jetzt noch ein bisschen Now einkochen. there's only one thing left to do. Let's get this lid on this chili. I'm gonna cut it down to a medium heat and I'm gonna let it simmer for at least a couple hours. All right, our chili is done simmering. Also er hat jetzt so viel Flüssigkeit dazu getan. Er sagt, oh, du kannst halt so viel zumachen, wie du willst. Er lässt es aber jetzt mindestens ein paar Stunden bei mittlerer Hitze simmern. Weil erst das gibt den richtigen Geschmack. Ne? And I can tell you, it smells amazing. So the first thing I want to do is scoop a good bowl in here. Now I'd be lying to y'all if I didn't tell you I already had a little taste of this. It's got the right amount of spice, the right amount of kick to it. Oh, and it's good. Now, I made this good eating chili. I'm gonna tell y'all, when you scoop up your big bowl like that right there, and you get it out here, it's got the right consistency and the right levels of heat. There ain't but one thing we need to do. That's add a little sour cream and a little cheese to the top of this. Ja, er sagt ein bisschen Sour Cream jetzt oder ein bisschen Käse noch oben drauf. Ich stehe total drauf, oben auf ein Chili, ein bisschen zerbröselte Nachos und geriebenen Käse. Da gehe ich kaputt. We're gonna get ready to give it a try. All right, so just to recap, I took 1 pound of minute steak that was already tenderized from the store, cut it up into teeny pieces and threw it in my Dutch oven here with just a little bit of olive oil. I let it brown down, then I threw in a pound of ground round, really lean meat, and then I threw in a pound of ground pork. I come back with a whole onion and a whole green bell pepper, let it saute down, and I started adding my ingredients like ancho chili powder, dark red chili powder, cumin, some of my garlic jalapeno rub, and amongst a bunch of other things. All that recipe is going to be down below. I added some Bush's chili beans to it with a mix. I added some tomato sauce to create one of the best chilies that's simple and easy you can make. And now one of the last things to do is top this chili off with some sour cream and some cheese and get ready to chow down. All right, we've got our chili loaded up with a little bit of... Wie gesagt, mir reicht ein bisschen Krümmel, also so ein bisschen geriebener Gouda oder sowas. Und, Alter, und dann noch so ein paar zerbröselte Nachos. Sour cream, cheddar cheese, and green onions. There's only one thing left to do, and that's get in here and try a bite. Gotta make sure I get a little bit of everything on here. Y'all, I'm telling you. Alter, was ein geiles Essen, ey. This chili's got the perfect texture. That's one of those minute steak pieces I just had there. The different types of meat, the ancho chili powder adds a little bit of depth to the regular dark chili powder. The cumin comes in there. I'm telling y'all, this is one of the most simple, easy fall chili recipes you can have. You don't have to go buy a bunch of chili stuff out of a pack or anything like that. This stuff is incredible like it is. Remember, if you like what we're doing on our channel, be sure to like, subscribe, follow along with your friends. You can find us on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, and of course, YouTube. I'll see you next week with another video. So, was ich natürlich jetzt auch mega geil finde, dass man da so wirklich free ist, ne? Dass du kannst machen, was du willst. Das wird halt am Ende dein Chili, ey. Was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr das? Ich muss jetzt hier erstmal liken. Ja, das Video hat auch viele Aufrufe. Ja, verstehe ich. Wow. Great Chili. So. Greetings from Germany. So. Und kommentiert. So, alles klar. Boah, finde ich geil. Finde ich mega geil. Das sah doch mal so richtig lecker schon aus, oder?
Das fand ich auch richtig gut. Also, boah, das ist so ein Essen, wo mich auch mit Chris, also das ist auch so, jetzt stellt euch mal vor, so ein geiles Chili, ihr seid mit Kumpels zu Hause, vielleicht trinkt da noch ein bisschen was dabei. Am nächsten Tag hast du einen Schädel, wirst wach und hast noch so ein bisschen von dem kalten Chili auf dem Ofen stehen. Boah, ich bin dann echt der Typ, wenn ich dann noch ein Brötchen hab, dann gehe ich da so mit dem Brötchen durch und hau mir das morgens mit dem Schädel noch rein im Kopf. Also wirklich, sowas liebe ich, ja. Chili ist, ich bin sehr großer Chili-Fan. Prost. Und ey, und ich sag, wie es ist, wir kochen hier auch selber ein Chili, aber ey, ab und an, wenn es schnell gehen soll, ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch gibt, weil wir es schon lange nicht mehr gemacht haben, aber es gab hier von Knorr oder von Maggi so kleine Tüten, auch ohne Zusätze drin, da war so eine Paste drin, so eine ziemlich konzentrierte Paste. Ey, und damit das Chili, na lecker, schnell gemacht, eben mit ein bisschen Hackfleisch. Bei uns kommen auch immer noch Mais rein, weil wir Mais mögen, aber nicht zu viel. Also ein bisschen Mais, Bohnen da rein, mega geil. Aber das hier, das war schon geil. Das werde ich auf jeden Fall nachmachen. Vielleicht schon dieses Wochenende. Mal gucken. Ja, Leute, schön, weiter geht's. Hat's also, wenn es euch gefallen hat, machen wir weiter. Nächste Rezept. Also, ich sage aber erstmal Prost. Und jetzt machen wir, welches machen wir als erste? Ich würde sagen Pulled Pork Nachos mit einem Leftover Pulled Pork. Also mit Pulled Pork, was übrig geblieben ist, finde ich sympathisch, weil mir bleibt immer was über. Video geht 6 Minuten 23. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter und ziehen uns da rein. Pulled pork nachos. The perfect way to Ach, ja, das finde ich auch gut. use up some of that leftover pulled pork. And the first thing we're going to do is lay down Hä? a layer of pork rinds. Okay, hier die These happen Schweineschwarten-Chips to be da. barbecue. Wisst ihr welche? You don't have to have barbecue. Okay, krass. There's our pork rinds. Now look, I'm Hä? Ich bin verwirrt, aber okay. eating keto. That's why I'm using these pork rinds. You Hi, can Sven. certainly use the tortilla chips. And if you make it like me with these pork rinds, make sure you get those hard ones. If you get the real fluffy ones, they might get a little softer in the cook. Now I've got some freshly shredded. This is 8 ounces of habanero cheddar and 4 ounces of cheddar. Okay, er hat jetzt We hier just Cheddar wanna und get Habanero just Cheddar. what to get. Habe ich noch nie Easy to say, gesehen. huh? Gibt er jetzt darüber? Nice coating of that cheese on there. Okay. Ich bin And now I've maximal got verwirrt. some leftover pulled pork. Pulled pork, Hey, hat you er can jetzt? make it fresh if you wanted. I smoked this pork butt a couple of weeks ago. You don't want to do that? Cook it in the, what do you call it, crock pot. You can pick it up at the grocery store. It's still going to be delicious. I've got 3.5 cups. Now, I don't know Okay, if we're geil. gonna Ich need habe immer 3.5 Pulled Pork in der cups, but that's Gefriertruhe. what I Immer. have. What I do is I'll Okay. smoke a pork butt. You probably saw my apple cider bourbon pork butt video. Boah, aber der last Pulled Pork, week was or der da the week gemacht hat, sah before. aber auch sehr geil aus. And then I'll Aber mit freeze den, parts of it, right? mit den Schweineschwarten, da bin ich bin maximal verwirrt, find's Now aber I'm geil. going to come back in. Und nochmal Käse drüber, With another natürlich. Cheese. You want these nachos to be really cheesy, right? Now I use pork rinds because I'm on the keto diet, and you can't have carbs and sugar and regular tortilla chips are just full. Warte mal, er sagt gerade, er macht so eine Keto-Diät gerade, deswegen kann er keine Tortilla-Wraps essen und deswegen hat er diese Pork-Chips da drin. Dann sind das sozusagen seine... Ach, carbs, right? geil! So Tschö! got a nice layer there. I'm gonna come back in just a little more. Okay, pulled pork. Not a lot this doppelt time. I gelegt, think ja, we've okay. got a pretty good base layer Okay, already. noch ein bisschen Pulled Pork drüber. What I've got here is a little chili. This happens Okay. to be Skyline Also Chili, chili. was wir gerade vom I mean, Heath I like gemacht Skyline haben, from da that ist noch ein area bisschen Chili originally. drüber, kann nicht But it schaden. only has, again, 1 gram of sugar and no beans. And you can see I'm trying to be, whatever you call it. Well, I wasn't going to put a lot, but Er will nicht zu viel drauf I guess machen. I am going to put this can Gut verteilen. in here. All right, that's close to enough. Now I will show you, this is, if you're not familiar with Skyline, this is Skyline chili. This is 15 ounces. Okay, Right. das ist so ein Dosenchili, da stehe ich jetzt nicht so One drauf. more time. Und nochmal Käse drüber. With the Wäre mir, cheese. glaube ich, ein bisschen zu viel Käse.
Like I said, I had Wo gibst du viel 12 Käse? ounces. Aber das ist schon ein bisschen sehr We are viel going Käse, to oder? use all of that cheese, right? Ja, keine Now, Ahnung, these are Thorsten. Hatch green Ich bin ja chilies. nicht so der Diätexperte, wie man sieht. They're canned. I love the flavor of Hatch chilies. I buy these at my local grocery store, Publix. I Jetzt haut noch ein suspect paar if you're in a Jalapenos da Kroger area, drauf, some oder? other Ich habe area, nicht you can buy zugehört. them there as well. So, you know, if you don't like a lot of, these aren't hot. These are the mild. Hatch comes in mild and hot. These are the mild. And now I'm coming in with a little Okay, ein bisschen rote Zwiebeln drauf. red Also ein onion. bisschen jetzt so ein bisschen Gemüse drüber. Add the onion to your taste, right? You don't like a lot of onion, don't put a lot of onion. You like a lot of onion, obviously put it in there, right? Okay. Now, I chopped up 3 tomatoes. Ein paar Tomaten noch drauf. Okay. I'm gonna put these guys Zum on here. Essen. You can see this recipe Ja, is genau. quite easy Noch ein once you bisschen have all Käse your drauf, ingredients Markus. prepared. It's quite easy to put this together. So, just gonna put some tomatoes. Again, you put what you want. These were about this big around. Oh ja, They weren't, Schatz. real big Gerne. tomatoes Dann machen wir Chili Now diese coming Woche als in. Video. Sehr gut. with jalapeno. So, jetzt noch ein paar Again, I chopped up Jalapenos 3 drauf. Jetzt kommen die jalapenos. I would say they were Jalapenos. medium sized. They're not, you know how sometimes you can get the really big ones. Ja, da müsst ihr noch, aber holt nicht die And there mega you have scharfen. it. Die versauen Now, euch manchmal so das We're gonna get this over ganze Geschmack. to our smoker. I've got the charcoal lit up. The temperature is set at 375. Now, it says smoker. I'm using the Kamado 375 grill today. Fahrenheit sind ungefähr 180 Grad. Wir können es mal eben als Celsius, wir können es mal eben überprüfen wieder. Hier, zack, Rechner. Ihr wisst ja, jeder Windows-Rechner, den kannst du umstellen hier von Standard auf Temperatur. Und dann machen wir hier 375, macht er, sind fast richtig 190 Grad. Also es kommt immer ungefähr hin, wenn man halbiert. Aber nicht immer. Also wenn du so gegen 0 kommst oder wieder kleinere Zahlen wirst, dann musst du noch ein bisschen was draufpacken. Und je höher die Temperaturen ist, dann passt meistens so halbieren. Das ist eine ganz komische Rechnung. Auf jeden Fall 180, 190 Grad drauf geschissen. Ach so, ja, jetzt zum Essen. Auch eine gute Idee. Okay, dann bring jetzt mit und dann machen wir nochmal ein richtig geiles Chili die Woche mit Video. So, und You can weitermachen see wir. my pan here. Ja, das ist won't natürlich fit all the scheiße. way in. Passt aber So wirklich it's going to be ganz stuck up genau. on the edge here just a little bit, but that's okay. We're going to get the lid down. I am cooking indirect, so you could even cook these in the oven if you wanted. Okay. Hey, it's been 25 minutes. Ich meine, I'm sure this jetzt cheese ernsthaft, is Leute, was soll melted. da? Let's take a look. Pulled Pork, have die a look here. Schweineschwarten, mega eine Tonne Käse, ein bisschen There's the Gemüse, was nachos. soll da You nicht can see schmecken? down in there, Chili, the cheese is all good That- and melty. kann nur geil sein. Maybe here's even a better shot here. You can see that cheese all melty. Let's get these nachos off this grill. Ich bin mal gespannt, wie er die isst. Now these pulled pork nachos have been sitting here about 10 minutes to cool down a little bit. Ja. Let's finish them off with some toppings. What I've got here is Also a da kann der Markus auch ein little Lied von sour singen. cream. Wenn man was frisch gegrillt hat. Und auch gerade wenn man ein Video dreht, sollte man es ein bisschen stehen lassen, weil man verbrennt sich sonst die Schnauze beim Probieren. I've got some sriracha mayo. Sriracha Mayo, ja, da hole ich immer die Flying Right? Goose, Little die ist nice super color lecker. there. Oder eben selber gemacht. Now I'm going to come Auch in. total easy. I've got some chopped green onion. Also, ne, Sriracha Mayo, einfach, ihr nehmt einfach Mayo, haut das Sriracha-Soße rein. Geilste Mayo. I like the flavor, and I don't like them all heated up. I like the crunch from So, them. jetzt hat er noch ein bisschen hier And then finally, there are Frühlingszwiebeln nachos. drüber. Just a little cilantro. Ich meine, Not das Video much. ist ein bisschen in die Länge gezogen Favorite part of the für. video. We're going to give these a try. Ne, also wirklich. Aber gut, okay, jetzt ist egal. Jetzt wird There's me gegessen. a Okay. piece of the. Wo haut der sich das denn da jetzt pork gerade rind. drauf? Auf so eine Get Laminatplatte that oder pork was? rind with all that goodness Ach ne, off auf of dem there. Messer. That is absolutely the perfect way to use leftover pulled pork. Hey, if you enjoyed this recipe, I hope Ja, you'll give us also. a big thumbs up. Maybe even consider subscribing. Natürlich ist das mega lecker. Ich finde aber trotzdem auch wieder nur, egal ob ich das jetzt so nachmache oder nicht, zur Inspiration. Mögt ihr diese Schweine-Schwarten-Chips da, die man so kriegt?
manchmal muss ich sagen, habe ich da Bock drauf. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Idee, die mal so als Grundlage für so eine Art, für sowas zu machen, für so eine Art Auflauf, keine Ahnung. Könnte, glaube ich, geil sein. Also von daher, ja, ich bin dem nicht abgeneigt. Ich fand's gut jetzt. Wieso bin ich eigentlich nur so klein? Ich muss doch viel größer. So. Ja, das finde ich, ja, kann man nachmachen, muss man nicht. Aber die Inspiration mit den Schweinechips da, finde ich gut. Und, na sicher, schmecken die. Ich habe letztens, also jetzt gerade, wo hier einer geschrieben hat, ob die nicht aus Mais sind. Ja, ich glaube, so im Regelfall, wenn ihr so diese Standard-Firmen-Dinger holst, die sind, glaube ich, aus Mais, einfach mit einem Gewürz gemacht, dass sie so. Ich habe letztens aber in irgendeinem Billigladen welche geholt und da stand tatsächlich drauf, dass das wirklich aus Schweineschwarte war. Fand ich dann irgendwie geil, haben aber trotzdem nicht geschmeckt. Die waren irgendwie nicht so lecker. So. Also sehr geil. Finde ich gut. Pulled Pork habe ich immer über. Mit den Schweinechips, vielleicht nicht so viel Käse und dann den Rest. Okay, so, jetzt will ich noch sagen, von meinem Freund Birger, und mit dem habe ich schon so viel geschrieben jetzt mittlerweile. Ist ein geiler Typ, ey, ich finde seine Videos qualitativ mega hochwertig gemacht. Der hat eine angenehme Stimme. Ich habe das Video, ich habe noch nicht reingeguckt, ich lasse mich hier komplett überraschen. Hier ist der Typ übrigens, also sieht auch ganz lustig aus. Und ich fand das super sympathisch, als ich sein erstes Video reacted habe. Oh, ich bin nur noch halb da, ich habe abgenommen. Als ich sein erstes Video reacted habe, hat er sofort einen deutschen Burger gemacht. Für mich. Also im Video. Fand ich halt mega. Und deswegen ziehen wir uns jetzt den Burger weg. Und ja, dann haben wir 3 Videos durch. Also Leute, wieso bin ich denn hier nicht zu sehen? Hallo? So. Hier, nicht hier, mich hier. Ah, ich muss wieder ein bisschen näher kommen. Ah. So, mich wieder klein gemacht. Das hier wieder groß gemacht und jetzt bin ich gespannt, was er macht. Today we're making pork belly burnt ends, but not just any burnt ends, but ones that I've bathed in a special glaze that I'll share more about in just a bit. But we're not stopping there. We're taking these juicy, mouth-watering, caramelized gems Oh, Alter, läuft so das Wasser im Mund zusammen. and laying them on top of a barbecue pizza crafted with homemade sourdough crust. This is a recipe you don't want to miss. So let's get going and let's start making our pork belly burnt ends. Before we get going on the recipe, let's go ahead and preheat your smoker or your oven to 250 degrees Fahrenheit or 120 Also 150 Degrees und jetzt sagt er schon 120. degrees Celsius. Ja, er sagt sogar die Celsius-Anzahl. Da ist er dann sympathisch, ne? Also 120 Grad ungefähr. We're going to take about 2 pounds of pork belly and we're going to cut them up into about 1-inch cubes, maybe 1.5-inch cubes if you're feeling Ja, also halt so adventurous schöne and you want a Würfel schneiden. larger Also bite. After you finde get ich geil. Er zeigt jetzt innerhalb 5 Minuten auch noch, wie er die Pork Belly Burnt Ends macht. Sehr them geil. all cut up into cubes, we're going to toss them with olive oil in our rub that consists of about a teaspoon of black garlic powder. You can use regular garlic powder if you don't have it. A teaspoon of smoked paprika. Okay, also er macht jetzt noch eben so seinen eigenen Rub. Da könnt ihr natürlich auch irgendeinen nehmen, den ihr mögt. A Ne? teaspoon of onion powder, and I'm throwing in a good heaping amount of California heat. This is like a dried chili crisp. You can feel free to omit this if you want, or you can use a regular oil-based chili crisp if you want lecker. to. And the reason I'm doing this will become apparent in just a minute. I want a good teaspoon of salt and about half a teaspoon of black pepper. Mix it all up, and now we're gonna add a nice little glug of bourbon. And you want about guter a Schluck tablespoon Bourbon of in der olive. Marinade Whisk ist immer that all gut. up, and let's get our cubes of pork belly in there and drenched and fully covered. Now you want to take a baking tray layered Ja, with sehr tinfoil and put a rack on top. Und die hier, ich kann euch die nur empfehlen. Da habe ich auch mittlerweile, weiß ich, 6, 7 Stück von diesen Racks. Die sind einfach geil zum Top Grillen. of it. You want the smoke and the heat to be able to get all around your Ja, chunks of Hallöchen. pork belly. So we want that rack to sit on top of that baking tray. And just place all of your cubes, leaving a little bit of space between each so that the heat and smoke can get on all sides of our lovely, lovely Und fatty rein pork im cubes. Smoker. And now we're just going to smoke these at that 250 degrees Fahrenheit temperature for about 2 to 3 hours until they're tender and they've got a really nice bark. After that 2 to 3 Also 2 hours, bis we're 3 going to take Stunden. our foil pan and we're going to mix up our yuzu Japanese barbecue sauce.
Okay, er nimmt eine Yuzu, chinesische wollte ich ja sagen, japanische Barbecue-Soße und wie ich gesehen habe, haut auch noch ein So bisschen you Bourbon see, I'm rein. trying to take these pork belly burnt ends into a little bit of an Asian fusion kind of sauce. So we're using the yuzu plus that dried chili Dann hier, das seht ihr, müsste dieser Carbonated Sugar sein, dieser etwas feuchte Zucker. crisp. So you're gonna want a quarter cup of that barbecue sauce, and you're gonna want about 2 tablespoons of brown sugar, 2 tablespoons of honey. Don't use honey out of that bear-shaped bullshit bottle. It's not real honey. Find some real honey at your grocery store. It makes a huge difference. And 2 tablespoons of melted butter. Go ahead. Also ganz wichtig auch bei Pork Belly Burnt Ends oder generell bei Burnt Ends Butter. Also ihr nehmt eine Barbecue-Soße, ein bisschen Zucker, ein bisschen Honig, Butter, And vermixt das. combine all of that, and now we're going to take that out Und dann to kommen die our Dinger pork da rein. belly. Some people like to just dump this mixture right on them. I prefer to pull them out and give them a nice dredge so kommt wenigstens throughout. überall Take a dran. couple minutes and just take the time to really get them covered all over. And now remove that rack, and you can set these right on that pan, on the tin foil, and then you're just gonna cover it with another layer of tin foil. Just Genau, dann einfach einmal auch abdecken, ganz wichtig, ne, damit das noch ein bisschen cover it dämpfen loosely, kann. and we're gonna cook that for another 1.5 hours. Okay, And nochmal after that, 1,5 Stunden lässt das jetzt auch drin. 90 minutes, they're gonna be super caramelized guck dir and an, wie sticky. geil die aussehen. That is what you want. Now just set them Hammergeil. aside and keep them warm. Hammergeil. Now for my Alter, mir läuft so schon das Wasser. Ich würde da jetzt so meinen Kopf am liebsten reinballern. pizza dough, I'm using a homemade sourdough pizza dough recipe. How many times can I say dough? That full Ja, recipe super, is gonna Tobi, be genau, down in the 60 description Zuschauer, below. super If geil. you're gonna Hallöchen use your alle oven, heat zusammen. that to 475 degrees with a pizza stone inside for about an hour. Okay, You want also der that Typ ist stone halt to be geil. Der macht auch really selber den hot Teig all the und way alles, ne? throughout. Mega I'm using cooler my Typ. Halo pizza oven here, and I've got that set to about 900 degrees, and it's just turning and getting hot. I'm gonna let that preheat for about Oh, ist 15 geil. minutes on my end. So once you've got your dough ready, you can buy store-bought or you can make it your own. Go ahead and get it all stretched out on a nice floured surface so that it slides off of your peel really nice and easily, because this is gonna Also da kann ich nur sagen, das habe ich vom Ole gelernt. Beziehungsweise Steffi macht meistens, nicht meistens, die macht immer die Pizza bei uns. Hier, da der Mehl auf der Fläche hier. Nee, also Ole und Mino. Ich will euch beide, da muss ich euch beide, ihr beiden habt mir das gesagt. Hier, Semola ist halt der geile Scheiß, den er da benutzen muss. Dann ist dann alles viel einfacher. be a heavy pizza. Now I'm gonna use a nice drizzle on the base of my pizza with that yuzu barbecue sauce Ja, and das just ist spoon that geil. around until it covers your Ach, endlich mal einer. Ich liebe es. Ich hasse so Meat-Lover-Pizza, also so Fleischliebhaber-Pizzen mit dieser normalen Tomatensoße von normalen Pizzen. Nein, da muss Barbecue-Soße als Tomatensoße drauf. Geil. your dough entirely. I'm also using about 1.5 cups of mozzarella cheese and about 1/2 cup pepper jack cheese just for a little extra spice. Shred that up, add that all over your Oh, pizza. geil. I Und like dann extra bisschen cheese, but die you Pork do Bellies you. da I'm drauf. also using about a quarter Zwiebeln, cup of okay. really thinly sliced red Geil. onion. The red onion is going to complement our pork belly in a really nice way. And now we're going to add some spice with about Alter, a den quarter könnt ihr auch cup den of ganzen Tag pickled zugucken, ne? jalapenos. Totally optional. You do you, but for me, the spice was super amazing, combined with the sweetness and the savoriness of our pork belly burnt ends. Now add those chunks of pork Wow. belly burnt ends. I went ahead and ripped a few that were a little larger than I wanted, but feel free to just plop them all on there, as many as you like, without making your pizza too heavy so it won't slide off the peel. Let's get this Ja, on the also es muss so pizza viel drauf, oven dass and auf let it jedem cook. This dough came out Stückchen, was better du than dir expected. abschneidest, so Got a wenn du dir really so nice leopard pattern on the Pizza bottom, abschneidest, and it müssen cooked in auf about jeden 4 2 bis 3 minutes drauf total sein, in my pizza finde ich. oven. If you've got your oven set to 475, guck you're mal, going wie to geil want to das let that aussieht. Guck mal. bake for about 10 to 15 minutes until Geil. your crust is Geil, golden geil, and geil. that cheese is super bubbly. After it's done, it's going to be ripping hot, but let's go ahead and top it with some fresh cilantro. Let's add maybe a few more chunks of pork belly burnt ends, and then you can also just, eat them on the side as well. This pizza was Alter. outstanding. I hope you give it a try Perfekt. your way. Do it however you want, but pork belly burnt ends on a barbecue wenn ich nächstes Mal in Amiland bin, muss ich den next irgendwie level besuchen. stuff. I highly recommend it. And like always, I appreciate you. Thanks for watching. Be sure to subscribe and like this video and share it with your friends. Let me know what you think in the comments. See you on the next one. Was ein geiler Typ, oder? Ich liebe seine Videos. Ich liebe, die sind so kurz und so geil und immer lecker und der erklärt alles und einfach nur cool. Also richtig, richtig, richtig gut. Ja. Super geil.
Oh, habe ich gerade Pulled Pork Nachos gar nicht kommentiert? Darf wohl nicht wahr sein. Mach ich nochmal eben. Nicht, dass ich es vergesse. Things from Germany. So, und jetzt bekommt der Biggernok einen Doppeldaumen. Alter, und auch, ey, ich verstehe es nicht. Wieso haben das nur 409 Leute geguckt? Das Video müsste eigentlich 50.000 Aufrufe haben, mindestens. Ich find's so geil. Also, ja, hammerkrass. Also, Biggernok. Great Pizza. From Germany. Und kommentieren. Ja, so Leute, so viel Zeit muss sein zum Kommentieren. Ja, also, ey, mega geil. Boah, die Pizza, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Aber ja, da brauchst du noch ein bisschen Zeit, um dir vorher Pork Belly Burnt End zu machen. Wie viel lange braucht 2,5 Stunden, dann nochmal 1,5 Stunden. Also hat er gut 4 Stunden für die Dinger gebraucht, mit Vorbereitung, mit zwischendurch einpinseln, sagen wir 4,5 Stunden. Ja, die Zeit brauchst du, ne? Das muss halt immer auch bedenken, ne? Da ist natürlich so zum Beispiel dieses Pulled Pork Rezept, was wir vorher gesehen haben, mal schneller gemacht. Weil Pulled Pork hast du in der Regel, würdest du nicht frisch für so ein Gericht machen, aber wenn du es über hast, hast du es halt noch irgendwo in der Truhe oder so. Also von daher, das ist dann mal eben schneller gemacht. Ja, Leute, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und es geht jetzt natürlich wieder wöchentlich weiter. Wir ziehen den Winter über durch. Vielleicht machen wir zu Weihnachten eine kleine Weihnachtspause. Mal gucken, wie die Feiertage so fallen. Das weiß ich noch nicht. Aber generell ziehen wir jetzt durch. Wir werden auch im Winter weiter grillen. Wir werden voll durchziehen. Ja, der Markus, ey, schön, dass du eine Stunde dabei warst. Mega geil. Freut mich total. Wir sehen uns ja am Samstag. Freue ich mich sehr drauf. Ja, deswegen sag ich jetzt einfach Tschüss, ich hab Schmacht, ich rauche mir jetzt erstmal eine und wir sehen uns beim nächsten Mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nach den 2 Monaten Pause wieder mit euch hier zu reacten. Und genauso muss das sein. Und ich sehe ja auch im Chat, dass ihr untereinander schreibt, das ist halt für mich das Größte. Ne? Das finde ich richtig gut, dass ihr da untereinander so eine geile Community seid. Also Leute, tschüss, bis nächste Woche. Und am Wochenende könnt ihr mir zuschauen bei einem Video. Also, Ende im Gelände. We are the grill squad, masters of the flame. Spatulas raised high, we play the barbecue.